Hi Leute, willkommen zu Drang gebaut. Ich bin der Dirk und auf meinem Kanal dreht sich alles um Labwaffenbau. Unser heutiges Thema wird sein, und zwar der zweite Teil vom Heilerbesteck. Wie ihr ja immer wisst, meistens fange ich am zweiten Teil dann an, das Ganze erstmal zu pinseln, und dann machen wir das Ganze noch ein bisschen hübsch, damit man das Ganze auch sich angucken kann. Ne? Dann wollen wir mal direkt loslegen. Bleibt dran, wir sehen uns. So. So, dann fangen wir wieder an. Kennt das ja? Mit Schwarz. Machen wir wieder einige Schichten drauf und dann sehen wir uns dann wieder. Wenn ich dann einige Schichten drauf habe, dass wir anfangen mit der Holzmaserung bei den Griffen und bei den Verzierungen. Damit will ich euch mal wieder nicht langweilen, das ist ja immer dasselbe, wenn ihr dann die Schichten erstmal drauf macht. Ja. Fangen wir mal an und werden dem Ganzen mal ein bisschen Farbe geben. Dafür nehmen wir erstmal wieder ein dunkles Braun. Ich fange jetzt erstmal hier am Griff wieder mit der Holzmaserung an. Nicht zu dick auftragen, lieber noch so ein, zweimal ein bisschen was drüber gehen. Dann ist es nicht zu dick und trocknet es doch relativ schnell. Und nicht so ganz gleichmäßig, Holz ist ja auch nicht so gleichmäßig. So, jetzt erstmal das Dunkle auf Seite tun. Haben wir hier mal einen Knüppel hier, unseren Narkosestock. Was weiter. Wie gesagt, ich zeige jetzt euch aber auch wieder nur bei so ein paar von den Heilerbesteck-Sachen, wie ich die am Pinseln bin. Bei den anderen mache ich dann genauso. Und dann zeige ich euch dann nachher, wie die Sachen dann fertig aussehen. So sehen die jetzt erstmal aus mit dem dunklen Braun. Das lassen wir jetzt erstmal was trocknen. Ja, wie ihr seht, das ist schon fast trocken. Können wir eigentlich schon, brauchen wir ja nicht groß aufhängen. Können wir eigentlich direkt schon mal mit so ein bisschen Ocker drüber. Damit können wir das Ganze dann ein bisschen heller machen. Und ist nicht schlimm, wenn er ein bisschen übertreibt. Geht dann nachher noch mal ein bisschen mit verdünntem Schwarz drüber, also mit viel Wasser drin. Noch ein bisschen drüber gebürstet und dann ist das Ganze wieder dunkler. Also wie gesagt, das liegt dann an euch, wie ihr das dann gerne habt. Der eine, der macht Holz lieber was heller, der andere was dunkler. Könnt natürlich auch einen anderen Farbton oder andere Farbtöne nehmen an Brauntöne. Aber nimmt mehrere Farbtöne. Wirkt deutlich besser. So, das muss man jetzt erstmal ein bisschen trocknen lassen. Das kann man eigentlich auch schon so lassen. Aber wie gesagt, wenn das Ganze hell ist, einfach ein bisschen verdünntes Schwarz mit Pinsel, dann einen Schwamm nehmen, drüber wischen. Aber vielleicht zeige ich euch gleich auch noch. So, dann lassen wir mal. Ich glaube, bei den anderen Sachen gehen wir direkt auch noch drüber. Wenn wir schon einmal dabei sind, können wir bei denen auch schon mal direkt. Die werden zwar noch nicht so ganz trocken sein, aber das ist nicht schlimm. Bei dem hier müssen wir sowieso noch an einer Stelle was drüber gehen. Ja. Ihr müsst immer gucken, dass ihr nicht so viel Farbe nehmt. Das ist immer so. Am besten nehmt ihr irgendwas, wo ihr das dann so ein bisschen abtupfen könnt. Dass ihr nicht zu viel Farbe am Schwamm habt. Also bei den Trockenbürsten ist das immer vom Vorteil, wenn ihr dann hier so irgendwas habt, so eine Pappe oder so, wo ihr das dann so ein bisschen abtupfen könnt. Im Zweifelsfall, wenn zu viel Farbe dran ist, nehmt ihr einfach hier, wo nicht Farbe dran ist, und geht dann damit und rubbelt das dann quasi ein bisschen runter, damit da nicht so viel dran ist. Das geht eigentlich auch ganz gut.
das. Ja, dann gehen wir hier schon mal erstmal ein bisschen drüber. Wie gesagt, macht das nicht deckend. Das sieht danach ein bisschen interessanter aus. Sieht jetzt alles noch ein bisschen gelb aus, aber wenn er trocken ist, dann ist das nicht mehr ganz so. Wie gesagt, wenn er zu viel ist, nimmt er einfach ein bisschen schwarz. Ich glaube, das machen wir gleich auch noch. So, gehe ich jetzt hier noch mal ein bisschen drüber. Ihr seht, ich mache auch immer schon mal verschiedene Methoden. Einmal nur so in eine Richtung, dann hobel ich auch schon mal hin und her. Das ist dann, hat den Vorteil, das ist dann relativ dünn und trocknet sehr schnell. Im Zweifelsfall müsst ihr an ein paar Stellen ein paar Mal drüber gehen, dass das richtig deckt. Und dann müsst ihr mal gucken, dass er halt nicht zu viel Farbe auf einmal dran macht. Am besten dann immer so stückchenweise. Dann sieht das eigentlich schon ganz gut aus. Ich mache auch extra, dass das Schwarz noch so ein bisschen durchkommt. Man braucht dann nachher nicht so viel Schwarz drüber machen, wenn es euch zu hell ist. Bei dem gehen wir jetzt auch schon mal drüber. Das ist zwar noch nicht trocken, aber das kann man auch schon drüber machen, wenn ihr wollt. Das liegt dann an euch. Muss man natürlich vorher ein bisschen wissen, wie die Farbe nachher so ein bisschen aussieht, wenn sie trocken ist. Ja. Ich jetzt schon mal so ein bisschen drüber. Aber das ist dann halt Erfahrungssache. Das kommt dann, wenn man schon ein bisschen mehr oder länger gebaut habt. Seht ihr? Hat man dann halt so verschieden ein bisschen hier. Aber wie ihr seht, das geht mit beiden Methoden ganz gut. Man muss halt nicht unbedingt komplett durchtrocknen lassen. Dann machen wir mal weiter. Jetzt wollen wir das Ganze noch so ein bisschen metallisch machen. Dafür brauchen wir noch ein bisschen Silber, ein bisschen Gold. Guckt immer, dass er nicht so viel Farbe dran macht. Lieber noch ein paar Mal drüber rubbeln. Ja. Hat einen schöneren Effekt, wenn man so ein bisschen stellenweise ein bisschen schwarz durchkommt. Sieht dann doch ein bisschen besser aus. Oh, verdoof. Komm, machen wir hier oben direkt mit dem Gold. Dann sieht das so aus, als wenn es so sein soll. Da habe ich, hätte ich oben noch der Holz mal so was machen sollen. Aber hey, wir improvisieren einfach. Dann sieht das so ein bisschen aus, als wenn das oben so eine Kappe aus Gold ist. Oder Messing. Das ist für Gold, was ich nehme, aber kann man auch als Messing. Wäre für ein Heilerbesteck ein bisschen viel, wenn das echtes Gold wäre. Ne? Aber vielleicht geht das ja reiche Heiler. So. So, die Sachen, die lassen wir jetzt erstmal wieder trocknen. Ich wusste, dass ich wieder was vergessen habe. Und zwar nehmen wir uns wieder hier einen Pinsel. Nur den Stiel. Die Details, Leute. Wir wollen ja hier auch noch die Nieten so ein bisschen vorheben. So, nehmen wir einen auch noch. Jetzt habe ich natürlich doch ein bisschen blöd. Ist nicht schlimm. Hier auf der Matte kann man das nämlich gut drauflegen. Da klebt das nämlich auch nicht so drauf. Das geht Gott sei Dank. Müsst ihr mal aufpassen. Ja, also auf so Matten könnt ihr da drauflegen. Oder generell auf glatte Sachen, nur nimmt kein Papier.
Jetzt haben wir hier so verschiedene Sachen. Einmal hier zum Ausbrenneisen, kleines Kohlebecken. Das gerade hier muss man ein bisschen reinstopfen. Ja, so mit Beleuchtung. Ausbrenneisen. Hier ist ein Touchlicht drin. Ja, kann man einfach so drauf drücken. Video habe ich ja schon mal zu gemacht. Würde ich jetzt vielleicht verlinken oben mal so irgendwo. Ja, also zu den 2 Teilen habe ich schon ein Video gemacht. Legen wir mal hier hin, hoffentlich kann man zu sehen. So ein kleines ja, Narkoseholz. So, wenn der Patient mal wieder ein bisschen unruhig ist und weglaufen will vom Arzt. Ein paar Sägen, ja, bisschen hier so ein bisschen eine normale, und die hier sieht immer so ein bisschen aus, als wenn sie auch vom Folterwerkzeug sein soll. Naja, ein bisschen ist schon nicht schlecht. Die Patienten sollen ja auch ein bisschen Muffensausen kriegen. Ja, dann haben wir hier eine Zange, eine Schere. Machen wir mal eben mit hin. Was haben wir noch so alles? Naja, noch ein ganzes Teil. Das soll angeblich ein Gehirnbohrer sein. Weiß nicht, ob sie da die Luft den Leuten aus dem Kopf lassen. Naja, egal. So, mal schauen. Das hier ist auch so ein Arztkapell. Das hier ist nochmal die einfache Version vom Ausbrenneisen. Nur so ein bisschen mit Farbe, ne? Ohne Elektrik. Ich tue ja Teilebesteck ja auch immer so ein bisschen schon wieder erweitern. Ne? Kommt immer was dazu. Ein paar Pinzetten. Die kann man auch benutzen so halbwegs. Ne? Das funktioniert. Wie ihr seht, da kommt mit der Zeit einiges zusammen. Eine Pfeilsonde, um die Pfeile aus den Wunden. Also ein bisschen groß, aber hey, gibt eine große Narbe, ist immer gut. Dann da haben wir hier Wundhaken, 2 Stück. Man muss die Wunden ja auch so ein bisschen auseinanderhalten. Skalpell, noch ein Skalpell. So ein kleines Reflexhämmerchen für die Reflexe zu testen oder eventuell noch für einen Hammermeißel, ne? Dass man so ein bisschen, wenn irgendwie die Knochen nicht mehr ganz so, dass man noch ein bisschen was rausdengeln kann. Wie gesagt, können auch als Folterinstrumente dienen, was ich hier so habe. Was haben wir noch? Noch so ein paar verschiedene Pfeilspitzen, so ein bisschen was groberes, ein bisschen dünner. Hier, das ist eigentlich ein Jagdpfeil, aber das haben wir auch uns mit reingemacht. Kann ja sein, dass irgendein Adeliger von irgendeinem Kollege da mal angeschossen wird, weil er um die Ecke schießt. Dann eine kleine Nadel, die gebogene habe ich jetzt nicht dabei. Hatte ich jetzt irgendwie vergessen zu machen, oder hatte ich glaube ich auch mal so ein Short so gemacht. Das ist relativ simpel, die zu machen. Verzierung kann man ja alles mögliche machen, kann man auch noch so, ich sag jetzt mal, wenn man ein bisschen Eck hier macht, kann man noch so verdrehen oder was, oder halt andere Verzierungen oder komplett mit Verzierungen drauf, also da geht alles. Aber wie gesagt, das ist so, wie ich es mache, so ein bisschen als Anregung für eure Sachen. So sieht das dann halt aus, ne? Wenn man sowas dann baut. Kann nichts passieren, schön weich, ne? Serien, also wenn er da mal irgendwie, dass einer auf euch drauf fällt, so im Eifer des Gefechts, passiert da nicht viel. Das war es dann mit dem Heilerbesteck. Video hat ein bisschen länger gedauert, weil ich die ganze Zeit immer so viel Shorts am machen bin. Ich finde das total geil mit den Shorts, Leute. Vor allen Dingen Wahnsinn, weil ihr am Klicken seid. Also macht mir unheimlich viel Freude. Ja, dann hoffe ich mal, das konnte euch für euer Heilerbesteck ein bisschen inspirieren, wie gesagt. So wie man das dann nachher gestaltet, das könnt ihr dann so. Das ist nur so, wie ich es halt wieder mal mache. So als Inspiration für euer Heilerbesteck. Ne? Müsst natürlich auch nicht so viele Teile machen. Das ist ein bisschen, ich sag jetzt mal, sehr üppig von der Aufstellung her. Ne? Ist natürlich schön, wenn man dann eines ausrollen kann, ne? Und der Patient dann schon erstmal der Angstperlen trotz seiner Verletzung noch zusätzlich auf die Stirn kriegt. Ja, wie gesagt, nochmal danke auch an alle, die mich wieder abonniert haben die letzten Wochen. Das ist absolut Wahnsinn. Bin total begeistert. So, dann sehen wir uns bei einem meiner nächsten größeren Projekte. Wir sehen uns.